Ein Stopp an irgendeinem französischen Rastplatz. Nämlich ein Boot angucken. Echt viel zu machen. So, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Arriva weitergeht. Ein Stopp an irgendeinem französischen Rastplatz. Um was geht's heute eigentlich? Wir gehen heute nämlich ein Boot angucken. Wir sind nach Montpellier gefahren. 5 Uhr, das ist der Fehler an unserem System. Wir haben nämlich jetzt noch 3,5 Stunden, bis wir uns mit dem Makler treffen. Wo sind wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir sind immer noch in Montpellier, ist eine Stunde später und wir warten immer noch, dass wir weiterfahren können, um das Boot anzugucken. Hat sich noch nichts geändert. Genau. Also tu die Kamera weg und geh mir nicht auf die Nerven. Genau. Man könnte ja sagen, hey, wir haben endlich einen Kaffee gefunden, was offen hat. Hätte man sagen können. Ja, hätte man sagen können. Donc c'est quelque chose à faire. Oui, c'était utilisé quand la dernière fois. Dans les dernières photos qu'il y a, qui sont venues de Wir schauen uns heute eine Nicholson 48 an. Das ist ein klassischer Werfbau aus der Mitte der 70er Jahre und vom Konzept sehr ähnlich wie die Amel Maramu oder Super Maramu, wobei angeblich die Nicholson 48 die Vorlage für die Amels gewesen sein soll. Ich kann das nicht beurteilen, uns wurde es nur gesagt. Es ist auf jeden Fall ein sehr ähnliches Konzept mit einem festen Deckshaus als Catch, mit einer von innen zugänglichen Achterkabine und mit dem charakteristischen auf der Backbordseite liegenden Steuerrad im Deckshaus. Also eigentlich ein ganz schönes Konzept für eine Langfahrt. Und hat auch einen gemäßigten Langkiel. In dem Langkiel sind 1000 Liter Wassertanks untergebracht und 400 Liter Dieseltanks, was ja auch schon mal ganz ordentlich ist. Hier haben wir jetzt einen Steuerstand. Was ich schön finde, es hat ein wirklich geschlossenes Dach, wo Solarpaneele drauf liegen. Ist aber auch natürlich komplett nach oben zu. Man kann hier allerdings die Segel oben sehen. Und auch hier, wenn man aufmacht. Hier ist ein super Sitz, wo man echt bequem drin sitzt und der auch gut Halt gibt, Steuerstand. Da geht es dann runter in den Salon und der Salon ist recht groß und auch recht hell. Ich gehe in die Küche. Das ist total witzig. Hier geht es ein Stück runter. Da, guck mal, ist irgendein oller Anschluss, den es nicht mehr gibt. Ja. Genau, wir hatten es gerade vom Kühlschrank, weil der ist auch nicht, ja, wahrscheinlich wird der so viel Strom brauchen wie unserer. Wobei Ja. Christoph gerade sagte, der hat einen eigenen Generator. Weiß ich was. Der hat den Generator hier drunter und der hat wiederum einen Seewasseranschluss. Also der hat einen Seewassertauscher drin, das ist schon mal super. Man sieht aber auch an Marions Stirn da, dass da Feuchtigkeit teilweise an den Fenstern war. Also die sind neu gemacht worden. Aber die vorderen hier, die gebogenen und auch hinten in der Achterkabine, die kann man jetzt nicht sehen, die sind auch noch alt und da sind auch Leckagen. Also es sind teilweise Feuchtigkeiten am Boot, die Hatches, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Die Luken sind auch alle alt. Das heißt jetzt nicht, dass sie kaputt sind, aber die müsste man sich nochmal genau angucken. Ja. Der Motor hat eine Undichtigkeit. Das ist ein großer Perkins, eigentlich recht zuverlässig normalerweise. Das ist die 4.236 Maschine mit 80 PS. Aber wir haben jetzt schon gesehen, die hat eine Feuchtigkeit, also die spritzt Wasser raus an der Seite, also am Wärmetauscher unten und wirft auch blauen Rauch. Also so.
Wir hatten im Vorfeld mit dem Makler telefoniert, wir hatten uns die Bilder natürlich intensiv angeguckt und wir hatten den Eindruck, dass das Schiff gut gepflegt ist. Ich hatte auch ein paar Mal nachgefragt und es wurde mir auch bestätigt, dass es gut gepflegt ist. Ja, es liegt schon seit 3 Jahren im Hafen. Hast du Ganz eigentlich doll da ist vorne das nicht. mal reingeschaut? Genau, wir gehen jetzt mal ins Vorschiff. Die Klappe aufgemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Hast du das mal gemacht? Nein, nee, eben, deswegen ist mir, ich habe es gerade gesehen, deswegen. Ja. Also die hier zum Beispiel, die ist undicht, das sieht man auch. Hier gibt es halt echt viele Ablagen. Ne? Also das ist halt echt genial im Vergleich zu unserem Boot. Gibt es unglaublich viele Fächer, überall Ablagen hier oben drin. Und das gibt es im ganzen Boot. Also egal jetzt ob Salon oder Achterkabine oder der Durchgang, das ist schon super. Also ich gehe jetzt in den Westflügel. Ok. Bon, ben, je vais regarder, puis c'est ça. Also das ist jetzt die Achterkabine von oben zugänglich, vom Cockpit aus, was natürlich schon mal fein ist. Oh, hier gibt es eine Stirnleuchte. Ja, die habe ich gerade gesucht. Dankeschön, habe ich wieder irgendwo hingelegt. So, und dann kann man sich hier nämlich... Aua. Mit Das Knie Standfuß. anhauen. Ach echt? Ja, mit Standfuß. Ah, das ist natürlich klasse. Ja, ja, das wäre ein Arbeitsplatz, ein super Arbeitsplatz. Die Decke ist durch, ne? Also vom Platz ist dieses Boot echt der Knaller. Wirklich unfassbar. Wir hätten unsere ganze Wohnung, alles was wir in der Wohnung hatten, hätten wir in dieses Boot reinbekommen. Aber der Zustand ist leider deutlich schlechter als erwartet. Also wir haben für das Alter schon nicht viel erwartet und wir wussten, es steht eine Weile, aber das ist echt Rott. Also es braucht echt viel Arbeit und du kannst nicht einziehen und losfahren, sondern du musst wirklich ganz viel machen. Das Holz ist durch, der Motor ist nicht so richtig in Ordnung und zum Glück spricht Christoph ja Französisch und kann das alles machen mit dem Makler. Das ist schon mal ganz gut, sonst wäre das auch nichts geworden. Ouais, il y a toutes les Das ist das documentations. Logbuch. Ouais, il y a toutes les documentations. Merci. Il y a plein de ça. C'est technique ou quoi? Ah oui. Oui, Je vois. c'est des docs. Ah oui, oui. Ah, génial. C'est l'alternateur, le gros. Was ist der Generator? 89 ou alors 130 ou 150. Il On va ne sait falloir pas. regarder le numéro dessus. Ouais. Ouais. Also hier ist eine zusätzliche Lichtmaschine eingebaut. Und laut der Bedienung, also ich konnte es nicht ablesen, aber laut der Bedienungsanleitung gibt es 3 verschiedene, entweder 1290, 1230, 75, 1230 oder 2475, 2410 oder 2450. Das ist natürlich ein Riesending, 2450. Ne? Also 1230 wäre natürlich genial. Ne? Ist ja auch egal, das ist nur ein Detail. Also an dem Boot ist echt viel zu machen. Ja, zu viel. Boah. Way too much. Ja. Wir haben dasselbe Boot, gibt es in Frankreich, mit dem Eigner hatte ich auch Kontakt. Das ist ziemlich rudimentär ausgestattet. Das war halt ein alter Segler mit Papierkarte und so. Die hatten einen Autopilot an Bord und das war's. Also ansonsten hat er nichts an Bord und also nicht mal ein Bugstrahlruder. Das hat er hier an Bord, aber man müsste halt echt viel machen. Ausgestattet war das Schiff sehr gut für die Langfahrt. Das war schon mal mit der Ark über den Atlantik gegangen und demnach waren natürlich viele Ausrüstungsgegenstände vorhanden.
wie zum Beispiel eine Windfahnensteuerung, integriert in eine Badeplattform, die die Windfahnensteuerung wiederum schützt. Es waren Davits vorhanden. Es war ein aktiver Radarsponder vorhanden und Maststufen. Und das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Basis, um damit auf lange Fahrt zu gehen. Und verfügte auch über ein wegnehmbares zweites Vorstark. Hinter mir die Ketsch, die Lerina mit den eloxierten Masten, mit den golden eloxierten Masten. Das ist die. Also echt ein schönes Schiff, eine Nicholson 48, aber echt viel zu machen. Ist für 78.000 aufgerufen, aber man müsste, also die Substanz ist gut, das Schiff ist trocken, die Bilge ist trocken, hat riesige Wassertanks, hat riesige Dieseltanks, hat einen vernünftigen Motor, aber die Fenster müssen gemacht werden, unter anderem, die Elektrik muss gemacht werden, es gibt Undichtigkeiten. Man muss alles nochmal checken, weil das Boot liegt seit 3 Jahren jetzt und die Rumpfdurchführungen sehen nicht so ganz gut aus. Die haben zumindest Korrosion, also Grünspan. Und ja, müsste man sich alles mal angucken. Der Wassermacher war jetzt 3 Jahre nicht in Betrieb. Müsste man gucken, ob der überhaupt gepickelt wurde vorher. Ist ein Autopilot drauf, aber ob der geht, ist unklar. Die Plotter, die sind mindestens 10 Jahre alt. Die sind von der ARC. Also das Boot ist 2015 die ARC gefahren, also die ARC, über den Atlantik rüber halt. Und da ist die Anforderungen der ARC für teilnehmende Boote sind ja ganz weit umgreifend. Und das wurde alles gemacht, aber eben 2015. Also man weiß auch nicht, wie alt das stehende Gut ist. Das laufende Gut ist durch. Das Großsegel ist zwar neu, aber man müsste zumindest die Genua, die hat vom UV-Schutz, müsste man zumindest mal wegbringen. Ja, und man müsste halt echt alles checken. Es gibt auch im Innenbereich halt viele Sachen, die, wie soll ich denn sagen, die ein bisschen runtergekommen wirken. Also abgelaufenes Holz und Feuchtigkeitsflecken und solche Sachen. Da müsste man auch echt Zeit und Arbeit reinstecken. Und mir ist halt auch aufgefallen, hinten am Ruderkoker dringt Salzwasser ein. Und an der Welle sind starke Salzverkrustungen an der Rumpfdurchführung, also solche Sachen. Das muss man sich halt alles angucken. Und ja, wir wollten eigentlich nicht ein halbes bis ganzes Jahr aus dem Wasser gehen und schrauben. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir gehen jetzt in die Stadt. Ja. Gestreichelt werden? Du willst gestreichelt werden? Ja, du willst gestreichelt werden. Ne? Ja. Mau. Ist ja ganz warm. Und von dir springen die Flöhe runter. Guck mal, die 2.
Der Abend in Montpellier geht zu Ende. Ja, war ein langer Tag. Ja, sehr aufregend. Ja, also das Boot, gut, sollte nicht sein. Aber Montpellier ist sehr, sehr schön. Sète war sehr schön, Montpellier ist sehr schön. Allein dafür hat es sich gelohnt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, schon, weiß ich nicht, wie viele Stunden wach. Es ist, wird langsam schwierig. Ja. Ich hatte vorhin mal gerechnet, wir werden 48 Stunden unterwegs sein und davon 28 im Bus und 20 hier. Sète hat uns echt gut gefallen. Das ist so ein bisschen wie Venedig und wir haben ein ganz, ganz tolles Fischereckchen gefunden. Wahnsinnig interessant. Ganz viele Katzen. Montpellier hat uns fasziniert als Studentenstadt. Und das Boot ist echt ein tolles Boot gewesen, aber halt eine Baustelle. Ja, genau. So, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Arriva weitergeht, ja, ist ja so, bleibt ja die Arriva. Wie es mit der Arriva und uns weitergeht, dann abonniert doch einfach den Kanal, schaltet die Glocke ein, dann wirst du informiert, wenn das neue Video kommt. Instagram, Facebook. Ist gerade ruhig. Ist ein bisschen ruhiger im Moment, aber das geht auch bald wieder los und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.